Schaut mal, was ich hier gekocht habe. Ein knuspriges Zitronenhähnchen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Oh, ist das lecker. Ich habe hier ein wunderschönes Hähnchen, Bio-Qualität. Eigentlich ist es schon eine Poulade, weil sie ein bisschen größer ist, aber ich habe auch immer Appetit. Dazu brauchen wir ein paar Zwiebeln, 4, kann man das da oben erkennen, Carmen? Ja. 4 Knoblauchzehen. Ich brauche 3 richtig schöne, reife Bio-Zitronen und das sind hier ungefähr 500 Gramm Kartoffeln. Und wir starten damit, dass wir das Hähnchen erst einmal füllen. Ich nehme 2 gewaschene Bio-Orangen und teile die in grobe Stücke. Nicht ausdrücken, gar nichts weiter machen, das reicht so vollkommen. Und 2 Zwiebeln. Auch nur grob zerteilen. Und dann 2 Knoblauchzehen, die zerdrücke ich einfach nur. Einmal so mit dem Handballen drauf. Ganz, ganz super schnell die Küche. Dann nehme ich mir ein bisschen Thymian, das Ganze vermische ich hier auf meinem Brett. Kann ruhig noch ein bisschen mehr rein, weil das duftet. So, und diese rustikale, aber sehr frische Mischung gebe ich jetzt praktisch hier in mein Hähnchen hinein. Einfach damit füllen. So. Alles hinein. Dann ist da schon mal kräftig Geschmack drin. Damit die Füllung aus meinem Hähnchen nicht herausfällt, mache ich hier in die Haut einen kleinen Schnitt hinein. Und da füge ich jetzt praktisch hier den Schenkel einmal durch, Nummer 1. Auf der anderen Seite machen wir das ganz genauso. Machen wir einen kleinen Schnitt. Das heißt, ich habe mein Hähnchen verschlossen, ohne dass ich jetzt einen Bindfaden benutzen muss. Und jetzt wird gewürzt, und zwar kräftig. Deswegen nehme ich ein bisschen Olivenöl, gebe dort wiederum den Saft von Zitrone dazu. Ui, es hat gespritzt. Hat die Kamera auch was abbekommen? Nee, diesmal nicht. So, Nummer 1. Und auch die zweite Zitronenhälfte. Salz und Pfeffer. Bitte, ihr würzt an dieser Stelle das ganze Hähnchen und auch noch die Kartoffeln. Also da muss schon ein bisschen was ran. Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Das Ganze verrühre ich. Ihr seht schon, das geht wirklich alles super, super schnell. Das riecht hier so schön frisch. Es ist natürlich auch frisch. Und ich könnte jetzt hier auch Thymian mit drauf geben und auch nochmal Zitronenabrieb, aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn das Hähnchen 1 Stunde im Ofen ist, manchmal sogar 1 Stunde 15, dann wird der Thymian doch ziemlich dunkel. Deswegen machen wir das jetzt nur mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl. Meine gewaschenen Kartoffeln schneide ich mir in solche Spalten und die lege ich jetzt praktisch als Bett unten in meine Auflaufform hinein. So. Wenn ihr sie ein bisschen schmaler schneidet, werden sie natürlich auch schneller gar. Da gebe ich jetzt meine restliche Marinade drauf, die ich ja noch übrig habe von meinem Hähnchen. Und was mir da jetzt noch fehlt, sind die anderen beiden Knoblauchzehen. Deswegen wird der Knoblauch jetzt nochmal eben schnell fein gehackt. Muss auch nicht so fein sein. Gebe ich auf meine Kartoffel. Die Zwiebel schneide ich mir nur in Streifen. So. Und das kommt auch mit auf die Kartoffeln. Und wenn ich jetzt eben beim Hähnchen mit dem Thymian vorsichtig war, an dieser Stelle gebe ich jetzt gerne mit diesen feinen kleinen Ästen, die stören mich überhaupt nicht, mein Thymian obendrauf. Das Ganze wird einmal kräftig durchgearbeitet. Salz, Pfeffer, Knoblauch, Thymian, Zwiebeln. Es ist ja jetzt alles dabei, was ich brauche. Das ist meine Grundlage. Da läuft jetzt der Saft meines Hähnchens auf diese Kartoffeln drauf und wir werden ein super Ergebnis haben.
160 Grad, 1 Stunde und 15 Minuten geben wir hier erstmal und dann schauen wir mal nach. Ein knuspriges Zitronenhähnchen. Oh, guck mal hier, Oh, das Carmen, verrückt. Echt, das sieht so gut aus. was da für ein Saft rausläuft. Und du erinnerst dich, da ist ja auch ganz viel frische Zitrone drin. Und jetzt wollen wir es einmal anschneiden. Ich glaube, du isst ja auch am liebsten die Brust, oder? Ja, immer. Dann machen wir die mal. Es sieht aber gut aus, ne? Und man kann, wenn man hier das öffnet, siehst du, wie saftig das ist. Ja. Schneeweißes Hühnerfleisch. So, ich nehme jetzt mal ganz bewusst nur die Brust herunter. So. So, jetzt wollen wir das mal aufschneiden. Guck dir bitte das Ergebnis an. Oh, das sieht so lecker aus. Schneeweißes Fleisch. Darf ich dir ein Stückchen rübergeben, Ja, Carmen? sehr gerne. Mit Haut oder ohne Haut? Ohne Haut, weißt du doch. Ich weiß, mit ohne Haut. Mit ohne Haut. So, das ist für die Kamerafrau. Nicht, dass ihr da draußen denkt, sie kriegt nichts. Was sagst du? Lecker. So zitronig, ne, das Fleisch. Also es ist einfach Hähnchen und Zitrone und Thymian. Das passt. Meine Großmutter würde sagen, wie der Arsch auf Eimer. Einfach lecker. Aber wir haben ja noch etwas. Unsere Kartoffeln. Und die Kartoffeln sind ja praktisch jetzt, ich sag jetzt mal, in der Hühnerbrühe gar gezogen. Und die wollen wir jetzt auch mal probieren. Butterweich. Nein, die sind nicht heiß. Gib dir auch noch mal ein Stückchen rüber. Ja. Half, ne? So einfach kann Kochen sein. Also die Vorbereitungszeit, das Füllen des Hähnchens und die paar Kartoffeln schneiden, das ging ja wirklich super schnell. Rein in den Backofen, 1,5 Stunden, vergessen, rausholen und genießen. Wem dieses Zitronenhähnchen genauso gefällt wie der Kamerafrau und mir, der möge uns einen Daumen hoch geben. Abonniert doch bitte unseren Kanal, dann habt ihr uns immer an der Backe. Bis dahin sagen wir schönen Dank und tschüss. Und eins solltet ihr nie vergessen. Wir haben euch lieb. Und sowas von. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.